willkommen. Mein Name ist Kathi, ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Ich habe eine kleine Bestellung getätigt und die würde ich gerne mit euch zusammen einmal auspacken. Es sind zwei Bilder, ein kleineres, ein größeres. Eins habt ihr jetzt bestimmt schon öfters gesehen. Aber nichtsdestotrotz dachte ich, ja, zeige ich es euch heute auch nochmal. Ich hatte es euch ja schon angekündigt in meinem Video von Into Wonderland von Diamond Art Club. Und deswegen dachte ich, ich zeige es euch einfach. Wie ihr seht, ist der Karton noch komplett zu. Es ist eine Bestellung von Diamond Art Club. Wie gesagt, es ist hier ein kleineres Bildchen. Entschuldigung. Und das bisschen größere. Ja, es tut mir leid, ich musste oben das Licht einschalten, da es bei uns schon dunkel ist. Es ist zwar erst 4:45, aber trotzdem ist es bei uns recht dunkel. Ja, hier seht ihr es, der Karton von Diamond Art Club, einmal hier ein bisschen größer und hier ein bisschen kleiner. Der hat so einen Holo-Effekt sogar, hier der kleine. Ich weiß gar nicht, hat der große das auch? Nee, der kleine hat aber einen. Nochmal mit dem Leitspruch, let the pleasure begin, piece by piece, just you and your masterpiece. Karat Art, karat.art, so heißt es richtig. Der Karton ist nochmal eingeschweißt, beide. Hier steht nochmal drauf die Kit Elements. Hier ist nochmal eine kleine Instructions komplett. Und auf dieser Seite ist ein Vorschaubild und auf dieser Seite ist nichts. Ja, sollen wir zuerst das kleine auspacken oder das große? Ne, es geht um das große, also würde ich sagen, packen wir zuerst das große aus. Der große Karton ist genauso aufgebaut wie der kleine mit den Instructions, den Elementen, was enthalten ist und allem sonstigen. Dann öffnen wir ihn mal. Der kommt immer schön verpackt in einer Schutzhülle, in so einer Plastikhülle nochmal. Das ist ganz gut, wenn es regnet oder sowas, dass das alles nicht so aufweicht. Obwohl ich damit noch nie ein Problem hatte. Ja. Das hier Bild ist schon ist momentan, glaube ich, nicht lieferbar. Der Karton ist leer. Ja, doch, das ist, glaube ich, nicht lieferbar. Momentan. Aber das könnt ihr bestellen und dann wird es euch zugeschickt, wenn es wieder lieferbar ist. Hier jetzt auch wieder, es ist nochmal in einer schönen Plastiktüte. Und einmal so. Es ist recht groß. Jetzt lege ich den da hinten mal drauf, damit sich das so ein bisschen auslegt. Ihr habt hier bei Karat Art bei den Künstlerbildern kein Toolkit mit dabei. Hier ist einmal das Washi Tape. Karat Art hat da jetzt neuere auch. Hier ist, wie ihr seht, noch das alte drin, aber genauso gut. Dann haben wir hier 3 Plättchen
von dem blauen Wachs in einem schönen Herzchen, Döschen. Und denkt bei dem Wachs bitte dran, dass ihr die Schutzfolie hochzieht, wenn ihr Wachs aufnehmen wollt in euren Stift. Ja, ich hatte ja eben erwähnt, bei den Künstlerbildern ist kein Toolkit mit dabei. Das könnt ihr euch, ich glaube, für 2,99 mitbestellen, falls ihr es benötigt. Oder wenn ihr schon länger paintet, nutzt ihr halt eure eigenen Sachen. Ich finde das immer ganz praktisch. Das ist ganz schön. Ja, hier haben wir die Steinchen in Zipptütchen. Hier ist die Bildnummer mit drauf und alle Steinchen abgepackt. Hier haben wir die AB-Nummer und die Nummer von der Leinwand. Und das hier ist die Grammzahl, glaube ich, die enthalten ist. Genau, dann haben wir noch hier eine Stickerlegende mit dabei. Wir haben 62 Farben und davon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 AB-Farben. Die Sticker hier sind so angepasst, dass ihr die einzeln auf eure Döschen kleben könnt oder auch auf euer Sortiersystem, je nachdem, was ihr da nutzt. Wenn es nicht ganz drauf geht, könnt ihr das ja anpassen, indem ihr zum Beispiel vorne die Zahl abschneidet oder. Wie es bei euch am besten passt. Ja, das ist einmal die Symbolnummer, die ihr habt für auf die Leinwand zu legen, die Steinchen. Das hier ist die DMC-Nummer und das hier ist die laufende Nummer. Wir haben hier alles vertreten von Symbolen, Zahlen und Buchstaben. Schön. Aber hier sind alle ganz gut zu unterscheiden, finde ich. Mal nachher schauen, wie es auf der Leinwand ist. Ja, und hier ist das Bild. Wie gesagt, ich hatte euch in dem letzten Video gesagt, dass ich auch ein Bildchen von Diamond Art Club habe. Für das, oder nicht für das, sondern das könnt ihr nutzen für das Alice-Event. Ich dachte nur, ich zeige euch das mal. Auch noch, haben zwar schon viele gezeigt, aber ja, ich dachte, wir schauen uns das auch noch mal gemeinsam an. Dieses Event ist von dem YouTube-Kanal Craft and Wedding der lieben Heidi und das startet ab dem 15. Januar. Also das Event heißt Alice into Diamond Wonderland. Da könnt ihr mit lizenzierten Alice-Bildern starten. Dazu gibt es auch eine Facebook-Gruppe, aber ich verlinke euch das Video unten von Craft and Wedding und da gibt es nochmal alle Informationen dazu an den Mann oder an die Frau. Ja, das Künstlerbild ist von Karat Art. Es heißt Alice bei Maud Lamoine. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ihr habt hier nochmal ein kleines Vorschaubild. Es ist 50 x 75 mit Square Trills. Das hier ist die Bildnummer, die ihr auch auf den Steinchen findet. Und unten nochmal der Leitspruch Let the Pressure Begin, www.karat.art. Und wie gesagt, diese Nummer findet ihr auch hier auf den Steinchen. Genau. So, wir legen mal die Steinchen rüber und schauen uns unser Bild an. Wir haben hier eine schöne abgesteppte Leinwand. Auch hinten schön flauschig. Die ist wirklich sehr angenehm, sie glitzert. Aber das kann ich gerade gar nicht richtig einfangen. Also die scheint und glitzert sehr schön. Hier ist nochmal der Leitspruch, Let the Pressure Begin, karat.art.
Auf der rechten Seite haben wir die Schematik. Da haben wir nochmal das Bild und die Colorliste mit der Nummer, dem Code und der DMC-Nummer. Dieser Code, das ist sozusagen euer Painting-Symbol. Die DMC-Nummer ist ja die Farbe. Und der Druck ist fantastisch. Auch die hellen Symbole finde ich, das kommt super raus. Schön. Ja, diese Legende haben wir auf der rechten Seite. Und das Ganze auch nochmal, muss ich das ein bisschen sortieren, auf der linken Seite. Auch nochmal bis zu 61. Einmal komplett. Ja. Und dann haben wir unten an unserer Leinwand nochmal ein Come Again and Save. Also einen kleinen Rabattcode, damit ihr nochmal sparen könnt, wenn ihr ein anderes hübsches Bildchen findet. Hier ist nochmal die Webseite. Und hier sind alle Daten noch einmal zu dem Bild. Hier ist nochmal so ein kleines Vorschaubild. Na? Und der Titel, der Artist, sowie die Bildnummer und die Größe. Ja, wir hatten ja eben schon den Druck geschaut. Die Klebkraft ist auch fantastisch. Da kann man gar nicht meckern. Aber ich finde immer bei den großen bekannten Firmen ist das immer super. Ja, da haben wir die kleine Alice, die in ihrer Flasche sitzt mit den, ich weiß nicht, Keksen, den Cookies, ne, den Keksen. Cookies sind es nicht, den Keksen. Und uns zulächelt. Also ganz kleines Lächeln, finde ich, ist auf ihren Lippen. Hier oben an der Flasche habt ihr noch mal eine schöne Schleife. Ich nehme euch mal vielleicht ein bisschen höher, dass ihr das besser seht. So. Schauen wir mal, ob das so besser geht. So, dann zeige ich es euch mal. Da ist die Schleife und da hängen noch so Sternchen runter, ganz toll. Also wirklich ein fantastisches Bild. Die kleine Alice und hier unten dann noch mit den Sternkeksen und den runden Kekschen. Also ein ganz, ganz, ganz super schönes Bild. Ganz toll, finde ich. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns mal die Steinchen gleich an, am besten. Wir haben ein leichtes Raster, was super ist. Und wie gesagt, wir haben 62 Farben und davon 9 AB-Farben. So, hier hinten sind schon gleich die AB-Farben. Die hole ich mal raus. Was ich bei Karat Art immer sehr schön finde, das sieht man jetzt hier bei der 5200. Die haben wir einmal als AB und einmal als normalen
Stein. Und daran seht ihr, dass das schön abgeglichen ist das falsche Wort, dass das schön gerendert ist und die AB-Steine nicht einfach komplett ausgetauscht wurden, sondern wirklich geschaut wurde, wo sieht es am besten aus, wo kann man das am besten hinmachen. Und dann wurde das auch so gemacht. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 9 wunderschöne AB-Farben. Die lege ich mal rüber und dann schauen wir uns nach und nach die anderen Farben einmal an. Ich lasse die jetzt so in der Tüte, weil hier sind schon ein paar rausgeflutscht. Und dann kann ich die gleich wieder relativ zusortieren. Wir haben die 5200, die 3860, da ist eine draußen. Wenn die nur hier oben an der Tütchen sind, so wie jetzt gerade, dann mache ich die, lasse ich die einfach reinfallen. Die 3856, die 3853, die 3842. Ich finde die Qualität der Steinchen, ihr seht es schon in der Tüte, was die so schön glitzern. Also dieses wirklich top. Hier haben wir zum Beispiel jetzt auch einen losen Stein. Den können wir gleich hier mit dazu tun. Der hat sogar gepasst. Dann haben wir die 3841. Die 3837, ein wunderschönes Lila. Die 3811, ein schönes Mintgrün. Die 3771. Die 3770. Die 3756, ein bisschen weiß. Die 3755. Jetzt haben wir viel zu tun mit den Farben. Die 3747. Die 3733 und die 3354. Ich hole jetzt mal ein paar mehr Tütchen. Die 3325, die 3024 und die 996. Das ist auch ein schönes Blau. Wow. So, dann ist hier unser Blauer ein bisschen offen. Ihr seht hier, das Blau passt nicht dazu. Ich gucke dann immer so, ich lege mir das aufs Tütchen und gucke immer so ein bisschen, ob mir das so ungefähr passt, aber der passt dazu nicht. Deswegen bleibt er jetzt dann draußen. Ihr habt normalerweise auch immer genug von den Steinchen in den Tütchen drin. Die 995, jetzt wollte ich vorne die Zahlen mitlesen. Die 961. Die 951 ist hier, da liegt jetzt auch ein Steinchen von dran, der kommt rein. Die 938, die 934, die hat auch so zwei da noch an der Seite. Macht man einfach auf und dann sind sie drin. Die 898, die 844, die 820, die 819, die 803, komm rein, die 799, die 798,
die 797. Wenn ihr dann seht, hier so diese Abstufungen von den Blautönen jetzt zum Beispiel, das wirkt doch nachher fantastisch. Da freut man sich doch, dieses Bild zu legen. Die 775. Dann haben wir die 754, die 720, die 645, die 644, jetzt haben wir es schon fast, die 640, die 601, ein schönes, ja, dunkleres Pink, die 600, ein schönes Lila, die 550, die 519, die 517, die 415, die 402, die 341 und die letzten, die 334, die 338, die 318, wollte ich 38 sagen, die 312, ein bisschen 310, schöne Steinchen, die 225, die 210 ein wenig und die 159. Sehr schöne Farben. Genau. So, ich räume meine Farben gerade noch mal ein und dann schauen wir uns an, wo die AB-Farben sind. So, dann holen wir mal unsere neuen AB-Farben. Dann können wir ja auch mal kurz schauen, ob wir nicht nur die 5200 doppelt haben, sondern ich glaube auch, dass wir da ein paar mehr haben, die noch anders gelegt sind. Die jetzt nicht. Ich glaube aber die 900er. Genau, die 995 und die 996 haben wir hier auch als AB und als normale Steinchen noch mit drin. Die 820 ist auch normal und AB. 780 nicht, aber die 775 sind auch so mit drin. Jetzt haben wir noch die 602 nicht, die 321 auch nicht. Also ihr seht es, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Farben noch einmal so, ohne diesen AB-Überzug mit in dem Bild verarbeitet. Ja. Und das ist schon eine ganz schöne Menge. Das ist toll, finde ich. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wo unsere AB-Steine so ungefähr liegen. Das Minus, das ist hier überall, wo es so ein bisschen heller ist. Es ist aber vereinzelt, es ist keine Fläche. Und hier oben in dem Stern, also hier unten an der kleinen Rüsche von dem Rock und hier diese Lichtreflexe, Lichtpunkte nennen wir sie mal. Und hier oben in den Sternen ist unsere 5200. Die 3072 ist das Schreibschrift A. Muss ich mal kurz schauen. Ach, okay. Das zeige ich euch gerade mal an der Leinwand.
Das haben wir hier unten einmal, also an dem Glas, am Ende vom Glas, wo das Glas sozusagen hier unten, wo es aufsteht, und auch hier entlang am Glas, hier hoch, so ein bisschen. Hier oben bei den Sternen hatte ich euch ja gesagt, das Minus, da ist der weiße AB mit drin. Hier ist auch nochmal da dieser leicht grüne AB-Stein. AB-Stein heißt Aurora Borealis. Das heißt, diese Steine haben einen besonderen Überzug, dass die halt in den Farben der Nordlichter funkeln. Ja. So, dann haben wir unser Blauer. Das ist dieses Symbol, der Strich mit dem Punkt. Und den haben wir, ich würde ja fast sagen, im Hintergrund. Ich habe ihn jetzt noch nicht gefunden. Der muss doch hier dann irgendwo sein. Ach ja, da. Ich schalte es euch direkt in die Kamera. Hier sozusagen bei der Reflexion, bei den helleren Stellen an der schönen Schleife. Da ist unser hellblauer AB. Dann haben wir unser UFO-Dreieck mit Antennen. Auch nochmal ein blauer, aber ein bisschen dunkler. Der müsste ja dann, der ist auch hier oben bei dem Schleifenband mit drin. So ein bisschen. Das dachte ich gerade, wäre noch wo. Aber es ist nur so vereinzelt, also wirklich ganz toll eingesetzt. Es ist wirklich nur so vereinzelt, dass der ein bisschen hervorhebt. Auch hier so ganz, ganz klein wenig dann immer. Das ist wirklich schön. Ihr müsst ja auch bedenken, bei den UFO sozusagen oder bei dem Dreieck mit den Antennen, da haben wir jetzt die 95, da ist das H, der Gegenpart, das kleine H, und der ist ja dann auch da mit vertreten hier. Ja? Und dadurch, durch diese kleinen AB-Steinchen, die dann dazu gesetzt werden, wirkt das Ganze nochmal ganz anders. Also auch hier haben wir auch die normale Farbe sozusagen und dann an den Seiten so vereinzelt derselbe Farbton, aber mit AB-Überzug. Also das ist schon wirklich schön. Da hat man sich Gedanken gemacht. Das kommt gut rüber. Das ist genauso wie hier. Da ist auch das UFO mit drin. Das Dreieck mit den Antennen. Hier in der Schleife, in ihrem Haarband. Ganz toll. Schön. Dann schauen wir uns den nächsten an. Ich glaube, das ist die 820. Ein bisschen kräftigeres Blau mit AB. Und das ist der Umkehrpfeil. Nenne ich ihn jetzt mal. Und den haben wir auch bei dem Blau mit dabei. Der ist da mit drin, bei dem bisschen dunkleren Blau.
hier am Kleid, wo sozusagen die Reflexionen von den Falten sind, ist es mit drin. Also wirklich, wirklich schön. Hier auch an ihrem Oberteil ist es mit drin. Ganz, ganz toll. Schön. Dann haben wir noch 4 AB-Farben. Die 780. Der Braunton, das ist einfach nur ein Punkt. Den würde ich ja entweder in den Cookies drin, ach ja, hier am Glas, am Deckelrand ist es mit vertreten. Hier oben auch an dem Deckel. Ich weiß gar nicht, das ist in Korken, oder? Ich würde sagen, das ist so ein Korkdeckel. Seht ihr? Hier, also hier am Deckel ist es mit vertreten. Sehr schön. Und auch hier dann bei den Keksen. Hier, um die so ein bisschen noch hervorzuheben. Dann haben wir die 775. Das ist unsere Raute. Und die finden wir ein leichtes Grün. Welcher ist dann doch oben? Denken, dass das hier oben mit dabei ist. Am Glas, ja. Das ist hier in der Spiegelung vom Licht vom Glas. Hier oben. Auch nur so vereinzelt. Das kommt bestimmt ganz toll rüber. In Bezug dann auch mit der normalen Farbe. Hier haben wir es auch nochmal, diese Raute. Ganz, ganz toll. Hier am Stern, an dem Aufhänger vom Stern sind nochmal welche. Sehr schön. Ein großes Bild. Hier am Kleid haben wir es auch noch vertreten. Hier oben am Brustteil auch. Am Oberteil. Toll. Dann haben wir noch die 602. Und das ist unser P. Das ist hier in dem roten mit vertreten. Unser P einmal hier auch und ein bisschen an der Lippe. Also hier auf den Herzchen, auf ihrem Kleidchen und hier an den roten, an der roten Borte sozusagen. Da auch. Ach nee, das in den Lippen ist ein F. Falsch. Also da nicht. Das an den Lippen ist ein F. Und dann haben wir noch die 321. Das ist unser N. Und das war hier mit vertreten. Das habt ihr gesehen bestimmt. Immer so vereinzelt das große N. Da nicht, aber hier. Und hier auch vertreten. Immer so ein bisschen vereinzelt. Hier am Herzchen auch. Schön. Ein sehr schönes Bild. Ich finde, wie die Alice einen anschaut, mit dem Kopf so schräg, die Händchen sind an dem Glas und sie lächelt so ganz leicht. Also das finde ich sehr, sehr schön. Ein sehr schönes Bild. Wenn ihr euch das so anschaut.
ein sehr schönes Künstlerbild, finde ich. Ja, genau. Das wollte ich euch noch zeigen. Ich hatte es euch gesagt in dem letzten Video und deswegen, ich meine, es haben schon viele wahrscheinlich gezeigt, um Gottes Willen. Aber ich dachte, wie gesagt, ich zeige es euch auch noch mal kurz. Halten, ja, ich habe es halt sehr genau gezeigt. Nichtsdestotrotz hoffe ich, es hat euch gefallen. Und ihr lasst mir gern ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr an dem Event teilnehmt oder nicht. Wie gesagt, ich bin da noch hin und her gerissen. Ich weiß es nicht, weil ich ja kein Facebook habe. Vielleicht mache ich mir Facebook, vielleicht melde ich mich da an. Muss ich mal schauen. Ich bin mir da wirklich noch sehr, sehr unsicher. Aber ich komme immer mehr in Versuchung. Mal gucken. Und dann dachte ich auch mit Facebook, dann könnte ich vielleicht auch besser im Austausch mit euch sein. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie da eure Meinung ist. Habt ihr Facebook? Nutzt ihr Facebook? Und ja, würde mich mal interessieren. Das wird mich garantiert in meiner Entscheidung beeinflussen. Also in diesem Sinne, wie gesagt, lasst mir gerne ein Däumchen da und auch gerne einen lieben Kommentar, wenn ihr möchtet, dass wir uns ein bisschen austauschen können. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß und wir hören und sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.